Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Dieses Mal wird es was Spezielles, denn ich versuche eine neue Reihe zu machen. Es soll vor allem darum gehen, wen ich alles getroffen habe auf meiner Weltreise. Wir werden in diesem Video starten mit der AIDA-Weltreise, den 4 Monaten. Ich bin mir sicher, ich werde viel zu viel reden, es tut mir also richtig leid dazu. Warum dieses Video kommt und auf Deutsch kommt, ich habe vor ein paar Tagen einen Post gemacht auf YouTube. Ich habe leider nicht genügend Material für ein Video auf Englisch von diesem Monat. Ich habe einfach nicht viel gemacht. Ich war nur tanzen in der Schule, mehr nicht. Von dem her hoffe ich, dass ich nächsten Monat dann die 2 Monate zusammenfassen kann und ein bisschen was kreieren kann damit. Von dem her, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Es sind viele kleine Geschichten aus meiner Zeit mit AIDA, mit der Weltreise von 2019, wen ich alles getroffen habe. Und ja, lasst euch überraschen. Okay, also, wo fangen wir an? Zuerst ein paar Sachen, die ich wahrscheinlich einfach mal voraussagen muss. Ich kann mich nicht mehr an alle Namen erinnern, das tut mir wirklich richtig leid. Ich kann auch nicht alle Personen vorstellen, und zwar einfach aus dem Grund, ich habe nicht alle fotografiert. Also ich habe jetzt versucht, ich bin alle Fotos durchgegangen und habe alle Fotos herausgesucht, die ich gemacht habe während der Weltreise, jetzt in diesem Video von der AIDA-Weltreise, wo ich und jemand oft dabei ist oder wo ich halt mit jemandem speziell was erlebt habe. Ich habe viel mehr Leute getroffen, als ich euch hier jetzt erzählen werde. Das ist einfach so. Es ist schwierig, sich an alles zu erinnern. Ich habe in den 4 Jahren so viel erlebt, so wunderbare Momente gehabt mit Menschen, von dem her ja. Aber einfach das als kleine Vorwarnung, es tut mir leid, ich werde nicht mehr alle Namen wissen. Und falls das jemand sieht, der mit mir auf Weltreise war und den ich jetzt nicht persönlich anspreche, es tut mir leid. Wie gesagt, dann habe ich wahrscheinlich kein Foto gehabt. Ja, ich werde sicherlich noch 1, 2 Personen erwähnen, von denen ich kein Foto habe, das kann ich jetzt schon sagen, aber tut mir leid, von dem her. Starten wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, mit was ich starten soll. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich starte mit dem Spar- und Sportteam. Wir sehen hier ein wunderschöner Abend, das war einer der letzten paar Wochen, wo ich das Spar- und Sportteam eingeladen habe ins Selection Restaurant. Es sind hier auf dem Foto, ich habe es vorher kurz nachgezählt, 13 Crewmitglieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jeder ist oder ob vielleicht jemand nicht konnte. Ich sehe aber eigentlich wirklich alle, die ich gerade so in Erinnerung habe. Wir haben das komplette Sportteam hier. Ich sehe die Chefin vom Spar, ich sehe den einzelnen Masseur, das war nur ein Masseur dabei, alles andere war eine Masseurin. Ich sehe die Friseurin, ich sehe die Dame, die mir die Nägel, Maniküre und Pediküre gemacht hat auf dem Schiff. Also ich sehe wirklich, ich habe das Gefühl, ich sehe alle. Es kann sein, dass eine Friseurin eventuell fehlt, weil die abgestiegen ist. Das kann gut sein. Von dem her, das war ein wirklich richtig schöner Anlass. Das war von mir ein kleines Dankeschön. Ich habe unglaublich viele Crewmitglieder kennengelernt auf dem Schiff, aber ich glaube, die engste Verbindung hatte ich wahrscheinlich zum Sport und zum Sparteam. Ich habe doch jeden Seetag eine Massage gemacht. Ich habe jeden Seetag gefühlt 3, 4 Sportkurse gemacht. Und das war halt, das verbindet. Über 4 Monate mit dem gleichen Team zusammen sein, das verbindet. Wir sehen auch im nächsten Foto, als wir uns, ich glaube, mehr zufällig auch getroffen haben. Ich weiß es gar nicht mehr.
Das war ein Ausflug, ich weiß, es war ein normaler Ausflug, es müsste in Dakar gewesen sein, also einer der letzten noch, bevor wir dann wieder zurück nach Afrika gingen, also eigentlich der letzte, bevor wir zurück wieder nach Europa kamen, Entschuldigung für meinen Versprecher, also der letzte Hafen in Afrika, danach ging es dann zurück Richtung Europa. Am Ende der Reise, wir haben hier 2 aus dem Sportteam und 3 aus dem Friseure-Team, ja, das heißt auf Hochdeutsch Friseuren, bei uns sind das Coiffeusen. Das war richtig cool. Wir waren im selben großen Bus zusammen, als wir dann aber ankamen, sind wir natürlich in diese kleinen Jeeps umgestiegen. Und ich weiß noch, da hat die Crew einen eigenen Jeep bekommen. An einem Stopp haben wir uns dann aber wieder alle getroffen und haben kurz dieses Foto geschossen. Das war echt richtig cool. Ja. Auf der Rückreise sieht man dann hier auch, die Crew war natürlich eher müde, verstehe ich auch. Die arbeiten monatelang, ohne einen Tag frei zu haben. Von dem her war das natürlich richtig cool, auch mal für sie einen Ausflug mitmachen zu dürfen. Dann sehen wir hier ein wunderbares Team aus dem Spa mit 6 wunderschönen Cocktails, und das muss ich zugestehen, das war von mir. Es war auch eher gegen Ende der Reise. Da gab es, ich glaube, es gab sowas wie einen Wettbewerb, welcher Cocktail ist der beste. Es haben unterschiedliche Crewmannschaften haben Cocktails gemixt, oder Chef, ich weiß nicht genau. Und man musste dann bewerten, welcher der beste war. Und der Spa arbeitet halt zu der Zeit, das heißt, an solchen Sachen können sie nie mit teilnehmen oder sich das anschauen, weil sie halt am Arbeiten sind. Und da war halt wirklich so meine Überlegung, weißt du was, ich kaufe mir so alle 6, die es gab, zum Testen und bringe die vorbei und sie können auch mittesten. Das war so, also sind 6 Gläser, aber für gefühlt 9 Crewmitglieder oder so, von dem her jeder kann ein bisschen dran nippen und schauen, was er als bester Drink empfindet. Das fand ich ganz cool. Also nicht, dass da die Crewmitglieder ich abgefüllt habe oder so, sondern ja, nee, war richtig ein cooler Moment, von dem her habe ich auch ein Foto gemacht. So, das nächste Foto ist ein sehr spezielles Foto und ich glaube, das wird für lange Zeit ein Unikat bleiben. Also ich kann zugestehen, ich glaube, in den letzten 4 Jahren habe ich das jetzt nur einmal gemacht. Und zwar, wie kam es dazu? Das Sportteam hat mitbekommen, dass ich selber auch ab und zu mal tanze. Ich glaube, ich war auch abends öfters mal dort für mich selber und habe irgendwie ein bisschen getanzt oder einfach Sport gemacht. Das war noch cool, auf der AIDA Aura konnte man abends Sport machen. Da war es nicht so für die Crew, also für nur die Crew, sondern einfach abends irgendwie so ab 8 oder so, ich weiß nicht genau mehr ab welcher Zeit, durfte die Crew einfach auch mitmachen oder einfach auch dort sein. 99% der Teilnehmer ab 8 Uhr waren dann auch noch Crewmitglieder, also man hat dann kaum noch normale Gäste gesehen. Ich habe aber die Zeit dann echt öfters auch genossen, also ich war öfters abends nach der Show noch auf dem Crosstrainer und das war halt echt cool, so ein bisschen mit der Crew umgeben zu sein. Und ich wurde angefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Kurs zu machen, und ich habe vehement abgelehnt. Und ich weiß nicht mal, ich glaube nach dem 3. Mal nachfragen oder so, habe ich dann gesagt, aber wenn ich einen Kurs mache, dann nur für die Crew, nicht für die Gäste, denn für mich war es halt so, die Gäste haben genügend Möglichkeiten für Kurse, also die müssen dann nicht auch noch einen Kurs von einem normalen Gast mitbekommen. Es reicht doch, wenn sie die 100 Kurse gefühlt von den 3 Sportlehrer haben, warum sollen die noch einen Kurs von mir haben? Und dann wurde das echt so ein bisschen richtig groß abgezogen und ich war echt krass überrascht, also sehr positiv überrascht. Ihr werdet das wahrscheinlich noch später sehen, da gab es dann einen Flyer, der im Crewbereich aufgehängt wurde, so wirklich von wegen kommt, nehmt teil, ein Gast macht für euch sowas wie eine Mischung aus Tanzkurs, aber mehr so Richtung Aerobic. Also ich sage so, aktuell zum Beispiel gehe ich dienstags hier in London in ein Aerobic Fit und das geht so echt ganz ähnlich in diese Richtung. Eigentlich Tanzschritte, also wirklich nur Tanzschritte, bekannte Tanzschritte, aber gemixt halt ein bisschen in Ausdauer.
Ja, und den habe ich dann halt wirklich dann mit Mühe und Not, ich glaube, so auf Englisch hingebracht, also erstellt. Und das war der erste Abend, also das erste Mal, dass wir dann das so gemacht haben. Das sind so alle, die teilgenommen haben. Und es ist halt cool, echt ist da ein bisschen durchmischt. Also ich sehe hier jetzt Leute von der Rezeption, ich sehe Leute von den Scouts, ich sehe Leute aus dem Friseurteam, ich sehe Leute aus dem Sparteam, ich sehe Leute aus dem Sportteam. Und ich muss zugestehen, ich sehe ganz viele Leute, die ich nicht mal weiß, wo sie arbeiten. Eventuell in der Küche, eventuell in der Reinigung, eventuell sonst in der Galley, ich weiß es gar nicht. Das fand ich so das Coole. Und am Abend waren einfach viele Crewmitglieder dort. Und als wir dann gestartet haben, gingen wir halt noch umher und sagen, hey, wer will, wer teilnehmen und so. Und wir waren eine richtig coole Truppe. Das war so cool, das war wirklich so cool. Ich wurde gefragt, ob ich das noch ein zweites Mal machen will, da nicht alle teilnehmen konnten, die teilnehmen wollten. Von dem her habe ich es dann wirklich nur ein zweites Mal gemacht. Das war richtig toll. Ich habe aber kein zweites Foto mehr. Von dem her, das war einzigartig und wird es auch längere Zeit so bleiben. Gut. Dann haben wir das nächste Foto. Das waren alle Scouts an Bord. Ich glaube, ich war mit 99% von ihnen auf Ausflügen. Der Herr ganz rechts in weiß, das war der Golfer. Mit dem war ich nie unterwegs, da ich nie Golf gespielt habe, irgendwo außerhalb des Schiffes. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Herr links ein Biker war. Ich kenne ihn vom Schiff, ich glaube aber, ich war nie auf einem Ausflug mit ihm. Einfach von der Überlegung her. Und die Chefin ganz links, die Anki, ein unglaublich cooler Charakter. Ich habe auch heute immer noch Kontakt mit ihr und wir schreiben immer wieder mal. Das ist richtig toll. Also auch hier muss ich sagen, viele unglaublich coole Personen. Ich habe heute, glaube ich, eigentlich nur noch Kontakt mit der Anki ganz links und mit der Kim, das ist die Dame hinten ganz rechts, also neben dem Herrn mit dem weißen Shirt. Auch sie arbeitet heute immer noch bei AIDA und ist heute in der Position, ich glaube, von Anki dazumals ganz links. Ja, das war kurz vor Lissabon. Ich wollte einfach noch ein Foto auch natürlich mit Ihnen haben. Ihr werdet am Schluss oder gegen Ende noch ein Foto sehen oder ein Bild sehen mit ganz vielen Bildern drauf, wo ich einfach so diverse Crewmitglieder mit mir zusammen abbilden durfte. Von dem her, das war richtig cool. Die Bilder wurden auch für mich gemacht. Also es ist nicht so, dass das so ein Anlass war und alle durften da hin und sich fotografieren lassen, sondern ich habe da wirklich explizit nachgefragt und man hat dann alle kurz zusammengerufen für mich, dass wir da ein Foto machen können. Ich glaube, es war gewünscht von den Scouts. Man sieht hier hinten die große Brücke in Lissabon. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das eine Jesus-Statue da hinten. Ich glaube, das sind eins dieser 3 bekannten Jesus-Statuen. Eines steht in Rio, eine steht hier und das dritte weiß ich nicht mehr ganz. Ich glaube, wir haben aber alle 3 besucht auf der Weltreise. Von dem her, das war also wirklich ein cooles Team. Generell werde ich jetzt so ein bisschen noch Fotos zeigen von der Kim, weil ich doch öfters mit der Kim unterwegs war und dadurch einfach auch echt coole Fotos entstanden sind mit ihr. Ja, wir haben hier, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich weiß, es war ein Ausflug, es müsste irgendwo in Europa gewesen sein, wo wir in ein großes Aquarium gegangen sind. Und da gab es dann auch einen Bereich, ich glaube, mit so Otter und so, und das war dann halt mehr so im grünen Bereich, darum ist das hier. Wir waren zusammen aber auch in Südafrika, müsste das gewesen sein, unterwegs gewesen, wo wir zusammen ein Game-Reservoir mit dem Squad erkundschaftet haben und Tiere beobachtet haben. Das war also echt richtig cool.
Jetzt muss ich gleich schauen, ich habe hier noch ein weiteres Foto, war leider falsch eingesortiert. Das war eher am Anfang der Reise, wenn ich mich nicht ganz täusche. Als ich Kim noch nicht ganz so gut kannte, von dem her, das hat sie nicht explizit für mich gemacht. Aber ja, das sind so die Fotos, die ich habe von Scouts-Mitglieder, tut mir leid, es sind leider alle von Kim. Ich habe aber wirklich mit allen Ausflügen gemacht und es war richtig toll. Dann habe ich 2 wunderschöne, liebe Fotos von einer Friseurin, die mir immer wieder mal, wie gesagt, ich glaube einmal im Monat hatte ich eine Maniküre und Pediküre und das war echt immer schön mit ihr zu sprechen. Wir hatten viele coole Gespräche, von dem her hier im zweiten Foto sieht man dann auch noch die Lisa vom Sportsteam. Auch mit ihr hatte ich viele wunderschöne Momente. Ich werde sie in diesem Video nicht groß eingehen, aber ich weiß, sie war dann irgendwann auch mal noch 3 Monate bei mir, um mich persönlich zu trainieren während Corona-Zeiten und so. Also es war richtig cool, das ist wirklich gut. Hier haben wir eine richtig liebe Dame aus dem Fototeam. Ja, natürlich auch das gab es immer wieder an Bord. Und dazumals, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ich glaube dazumals gab es so Mindestanzahl Fotos, die sie machen mussten pro Tag. Darum habe ich sie gerne unterstützt und habe mich immer fotografieren lassen, wenn ich das so noch so halbwegs in Erinnerung habe. Von dem her, nee, das war echt richtig cool. War immer schön, sie draußen zu sehen, kurz ein kleines Foto zu machen und weiterzugehen. Es gab auch immer wieder schöne Momente mit, wie heißt das? Gäste, ich weiß nicht, für mich sind es so wie Animateure, die so Unterhaltungsprogramme machen für Gäste. Hier haben wir eine Person davon, das war genauso immer cool. Wir waren hier in Australien angekommen und er ist halt verkleidet als Känguru, der ihn selber auf den Schultern hat. Das war echt richtig schön. Ich sehe gerade, ich habe das leider viel zu wenig sortiert, denn wir sind wieder bei den Scouts angekommen. Tut mir leid, die Helena. Da waren wir auf den Osterinsel, wie ihr seht, ein wirklich wunderschöner Ausflug. Auch hier eine liebeweite Scoutin, ich glaube die Judith hieß sie. Ich glaube, das müsste bei ihr gewesen sein. Ihr Plan war es eigentlich nach der Weltreise in den USA, von ganz Süden bis nach Norden hoch zu laufen, zu wandern. Da gibt es so eine bekannte Route, es tut mir leid, wenn ich nicht weiß, wie die heißt. Aber sie hat echt viel davon erzählt und dass es ein großes Ziel ist von ihr und das soll wirklich eine richtig krasse Herausforderung sein. Da werden nur eine bestimmte Anzahl Leute pro Jahr auch bewilligt, die das machen dürfen. Sie hatte diese Bewilligung bekommen, das war richtig cool. Und dann kam Covid und das ist das, was ich noch weiß. Sie konnte dann nicht antreten. Ich glaube, sie konnte nicht mehr in die USA fliegen. Ich weiß nicht, ob sie das jemals wieder nachgeholt hat. Wir hatten irgendwann den Kontakt dann leider auch verloren. Aber das war auch ganz eine liebe Dame. Ja, hallo zusammen. Tut mir leid für diese Unterbrechung. Ich habe jetzt beim Schneiden gesehen, dieser Film würde wirklich eine Stunde gehen und ich glaube einfach, das ist zu lange. Niemand will sich eine Stunde das anhören. Von dem her unterbreche ich hier. Ich mache 3 Teile daraus. Ich hoffe, das ist okay. Wir haben jetzt einen guten Anfang gemacht. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Showteam. Ich hoffe, darauf freut ihr euch auch. Dadurch, dass ich das jetzt ein bisschen trenne, kommt es dafür natürlich schneller. Also nicht, dass ihr jetzt einen Monat warten müsst oder so. Ich hoffe eigentlich, dass ich in den nächsten 1-2 Wochen alle 3 Teile fertig geschnitten habe und euch die dann präsentieren kann. Ich hoffe, es gefällt euch. Und danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt und auf ein baldiges Wiedersehen.